Servus zusammen. Ich wünsche euch zuallererst mal frohe Weihnachten. Morgen ist ja schon der 24. Dezember. Ich hoffe, der eine oder andere kann ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen und sonst vielleicht auch ein bisschen was fürs Hobby machen. Daher werde ich mich selbst auch ein bisschen kürzer halten heute und nur einen kurzen Tipp weitergeben in Bezug auf Hobbyaktivitäten, die vielleicht dem einen oder anderen helfen könnte, jetzt über die Feiertage. Ich möchte euch ganz einfach nur einen schnellen Tipp geben, den der ein oder andere von euch ganz bestimmt schon verwendet. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der noch gar nicht so daran gedacht hat. Ich habe ja heuer dann doch etwas mehr im Hobby geschafft, einiges zusammengebaut, auch einiges bemalt, wesentlich mehr als zuvor in den letzten Jahren. Und jetzt habe ich mir so gedacht, vor allem weil es in den letzten paar Wochen etwas intensiver auch geworden ist, was das eigentlich ausgelöst hat bei mir. Denn ich habe zum Beispiel in der letzten Woche insgesamt 8 Figuren aus der Operation Blackwing Box gebaut von Infinity und davon sind auch von diesen 8 Figuren 6 mittlerweile bemalt. Und ich habe dann auch für Freebooters Fate insgesamt 5 Figuren zusammengebaut und aber auch insgesamt 7 Figuren in dieser Zeit bemalt. Also alles im Bereich von einer Woche. Das klingt jetzt nicht nach unbedingt viel, weil es doch Einzelfiguren sind, aber man muss sich da doch ja irgendwie ein bisschen auch motivieren, sich dann regelmäßig hinzusetzen und etwas fürs Hobby auch machen zu wollen oder generell etwas zu tun. Denn es ist ja ganz einfach, sich vor den Computer zu setzen und dann einfach YouTube laufen zu lassen, auch wenn man vielleicht gar nicht weiß, was man so schauen möchte. Und wie habe ich das jetzt geschafft, dass ich diese ganzen Sachen dann bemalen konnte und die Motivation dafür gehabt habe? Ich habe da einfach umgestellt bei mir, dass ich gesagt habe, wenn ich nicht etwas finde oder keine Lust habe auf YouTube und bevor ich dann eben einfach nur die ganze Zeit durchschaue, bis ich irgendwann was finde, nur um dir dann die Zeit bis zum Schlafengehen irgendwie am Abend rüber zu bekommen, habe ich dann einfach angefangen, mir mein Tablet zu schnappen, Kopfhörer rein und irgendeinen Podcast angestartet, im Regelfall oder halt auch ganz einfach Musik, aber in den meisten Fällen eben einen Podcast, meistens zum Thema Tabletop. Und während das eben gelaufen ist, habe ich mich dann hingesetzt an meinen Mal- und Basteltisch und habe dann einfach an einem Projekt weitergemacht. Und so habe ich es zum Beispiel geschafft, in der letzten Woche 7 Freebooters Fate Miniaturen von Grund auf zu bemalen. Und dann vielleicht noch eine zweite Sache, die mir dabei sehr viel geholfen hat. Das, das geht auch wieder ein bisschen in die Richtung mit dem Thema, das ich in dem einen Motivationsvideo zum Thema Miniaturen bemalen vor ein paar Wochen veröffentlicht habe. Ich werde euch das hier jetzt auch mal verlinken, beziehungsweise in der Videobeschreibung. Und da habe ich ja auch ein bisschen darüber gesprochen, immer wieder Projekte zu wechseln und sich andere Sachen herauszusuchen. Und das ist auch etwas, das ich hier gemacht habe. Denn in der Vergangenheit hatte ich dann eben immer das Problem, wenn man vor allem größere Projekte hat, dass man dann irgendwie mal die Motivation verliert und dann einfach aufhört und nichts mehr macht und vielleicht das Projekt nie abschließt. Und das, was ich hier jetzt in der vergangenen Woche, beziehungsweise auch in den Wochen davor schon ein bisschen gemacht habe, ist zwischenzeitlich Projekte auch zu wechseln. Nicht, weil ich unbedingt wollte, sondern weil es sich einfach vom Zeitpunkt her so ergeben hat. Zum Beispiel, ich habe an dem einen Tag die Freebooters Fate Figuren zusammengebaut, habe sie am nächsten Tag grundiert und da ich aber dann nicht gleich mit der Arbeit anfangen konnte, sie dann auch zu bemalen, habe ich dann an diesem Tag dann einfach begonnen, die nächsten Infinity-Figuren zusammenzubauen. Und dann eben erst einen Tag darauf die Freebooters Fate Sachen bemalt und wieder einen Tag später habe ich dann die Zeit gefunden, die Infinity-Figuren fertig zu machen. Und so ist es dann eben zustande gekommen, dass ich dann hier diese ganzen Figuren in nur einer Woche dann fertigstellen konnte. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen jetzt über die Feiertage, vor allem wenn man eben nur kurz immer Zeit hat, etwas zu machen.
hier dann doch vielleicht das eine oder andere fertigzustellen. Ich von meiner Seite wünsche euch einfach jetzt nochmal frohe Weihnachten und wir werden uns dann bestimmt bei einem der nächsten Videos sehen.